Herzlich willkommen, liebe Astrofreunde bei Videowissen. Wir setzen heute hier auf diesem Kanal eine Reihe fort, die bei Urknallweltall und das Leben begonnen hat, nämlich eine Vortragsreihe im Rahmen der Hochschultage für Physik der Universität Marburg. Der heutige Vortrag wurde gehalten von Professor Michael Kramer. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Und er spricht über das Flüstern der Raumzeit. Eine raffinierte Methode, um Gravitationswellen auf die Spur zu kommen. Viel Vergnügen. Das Experiment, was ich heute vorstellen möchte, das ist in der Tat schon seit 25 Jahren oder etwas mehr im Gange. Und und wenn ich mal auf die neuesten Daten warte, benutze ich die Pulsare für was anderes. Aber in der Tat, die Geschichte des Experiments und die neuesten Ergebnisse sind Teil dieses Vortrags. Und dabei werde ich viele andere Sachen auch noch versuchen anzusprechen. Ich möchte uns auch noch mal eben auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil wir sind ziemlich vermessen als Astrophysiker, als Astronomen. Das Universum ist riesig. Wir sitzen hier auf unserem kleinen blauen Planeten am Rande der Milchstraße und versuchen tatsächlich vermessenerweise die Grundgesetze zu verstehen, auch wenn wir vieles noch nicht verstanden haben. Aber dass wir alleine dieses Unternehmen begehen und wirklich nur durch das Lauschen und Sehen in das Universum herein versuchen, auch mit Abgleichung mit der Laborexperimente sicherlich, aber dass wir tatsächlich hier sitzen und versuchen, das Universum zu verstehen, ist schon ziemlich dreist. Das ist eins meiner Lieblingszitate, Richard Feynman. Das ist im ersten seiner Lecture Series. Ich habe das jetzt auf der Originalversion hier, kann man auch in Deutsch nachlesen. We don't know what the rules of the games are. All we are allowed to do is to watch the playing. Of course, if you watch long enough, we may eventually catch on to a few of the rules. The rules of the games are what we mean by fundamental physics. Und das ist genau, was wir Astronomen tun. Wir schauen einfach nur zu und versuchen zu verstehen, was da drumherum uns passiert. Und Astronomen machen das also schon seit Tausenden von Jahren. Eine der ältesten Wissenschaften, daneben der Medizin vielleicht die älteste Wissenschaft. Und so haben die Astronomen natürlich insbesondere sich Planeten angeschaut, die hervorragend erklärt wurden, zumindest die Bahnbewegungen durch Isaac Newton, sein Gravitationsgesetz vor Hunderten von Jahren, natürlich basierend auf den Beobachtungen Kepler. Und dann hat man sich auch Merkur angeschaut. Das ist eine super Aufnahme von Bepi-Polombo. Das ist also jetzt Post-Galileo. Das ist die Raumsonde, die die ESA dahin geschickt hat. Und was man festgestellt hat im 19. Jahrhundert, ist, dass die Bahn von Merkur eben nicht, wie es Newtons Gesetze verlangen, auf Ellipsen laufen, sondern dass insbesondere die Ellipse von Merkur sich im Raum dreht. Die dreht sich mit 574 Bogensekunden pro Jahrhundert. Wir wissen alle, eine Bogensekunde ist ja 3600 Teil 1 Grad. Den meisten Teil dieses Werts kann man erklären durch die klassische Wechselwirkung zwischen größeren Planeten, insbesondere Jupiter, aber auch den nahen Planeten. Aber es waren immer noch so ungefähr 43 Bogensekunden pro Jahrhundert, die halt nicht erklärt waren. Dieser berühmte französische Astronom, ich kann kein Französisch, deshalb versuche ich das gar nicht auszusprechen, er hatte schon Erfolg mit Uranus und konnte also aufgrund der Störung von Neptun den Uranus vorhersagen, der dann in Berlin entdeckt worden ist. Und so hat er dieselbe Methode hier auch angewendet und hat vorgeschlagen, dass es zwischen Merkur und der Sonne einen Planeten gibt, den er Vulkan genannt hat. Und dieser Planet, den Vulkan, weil er so nah an der Sonne ist, hat man den wahrscheinlich bis dahin nicht gesehen. Aber auch jetzt mit dem Wissen, dass Vulkan da sein sollte, hat man verzweifelt versucht, ihn zu finden, war aber nicht erfolgreich. Es gibt also keinen Planet Vulkan. Das ist übrigens der Heimatplanet von Spock. Das war tatsächlich die Anregung, warum Spock daherkommen sollte. Aber zumindest gibt es ihn nicht im Sonnensystem. Und was passierte 1915 war, dass Albert Einstein seine Relativitätstheorie aufgeschrieben hat. Und den allerersten Test, die Theorie passieren musste, war die Berechnung dieser Periheldrehung. Und in der Tat, durch die Raumkrümmung der Sonne, durch Raumkrümmung um die Sonne herum, konnte Einstein die Periheldrehung erklären. Das war der allererste Test der Relativitätstheorie, nicht die spektakuläre Beobachtung während der Sonnenfinsternis 1919, sondern tatsächlich diesen Test hat er schon im Geheimen gemacht, bevor er
sozusagen die Theorie im November 15 veröffentlicht hat. Ich muss Ihnen da vielleicht nicht großartig erklären, was der Unterschied zwischen Newton und Einsteins Theorie ist. Ich mache es trotzdem in 2 Folien, einfach weil ich auf das Thema Gravitationswellen kommen möchte, weil die halt in Isaac Newtons Theorie halt einfach nicht funktionieren. Isaac Newton sagt, wir haben die Gravitation, ist eine Kraft, die in gegengesetzter Richtung gleich bei 2 Körpern aneinander ausgeübt wird. Und die Sonne übt die Gravitationskraft auf die Erde und umgekehrt aus. Und wegen dieser Wechselwirkung wird die Erde auf der Kreis- oder Ellipsenbahn gehalten. Die Wirkung ist instantan, sofort, über die Entfernung hinweg. Und wenn die Sonne verschwindet, würde die Erde sofort geradeaus ins Weltraum fliegen. Die Situation bei Albert Einstein ist eine andere. Hier sagt er uns, hat er schon bei der speziellen Relativität gesehen, aber insbesondere bei der allgemeinen, Raum und Zeit können nicht getrennt werden. Und hier erklärt er die Gravitation durch eine Geometrie der Raumzeit. Die Masse bestimmt, wie die Raumzeit gekrümmt ist. Und die Raumzeitkrümmung bestimmt dann, wie andere Massen sich in dieser Raumzeit bewegen. Typisch, man kann sich das halt schwer vorstellen. Das typische Analog, was man sich vorstellt, ist diese Gummimembrane, wo dann die Masse eben diese Membrane verformt und jede andere Masse wird sich dann entlang dieser Krümmung der Raumzeit bewegen. Also zum Beispiel das Erde-Mond-System kann man sich so vorstellen, dass die Erde die Raumzeit um sich herum verbiegt und der Mond entsprechend drumherum fällt. Wenn wir 2 Massen haben, die umeinander kreisen, dann beeinflussen die beide die Raumzeit. Und wenn wir das nachrichten, wenn wir beschleunigte Massen haben, dann haben wir in der Tat, was Andreas erklärt hat, eben auch Wellen der Raumzeit. Wir verwirbeln die Raumzeit und diese Verwirbelung breitet sich aus, wie sehr die Wellen in einem Stein, die man in einen Teich fallen lässt. Und diese Raumzeit, diese Gravitationswellen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und tragen natürlich Energie fort. Da komme ich gleich nochmal darauf zurück. Im Wesentlichen hat er bis auf ein paar Rechenfehler 1916 so die Grundlagen schon in dem 1916 Papier dargestellt. Er hat dann 1913 ein letztes Papier geschrieben über Gravitationswellen und hat dann jahrelang geglaubt, dass es Gravitationswellen gar nicht gibt, dass es ein Koordinateneffekt war und dass sie nicht real sind. Erst in den 30er Jahren hat er dann tatsächlich, das ist eine interessante Story selbst, wie er zum Schluss gekommen ist, wie daran geglaubt, dass Gravitationswellen eventuell existieren. Wie kann man die Relativitätstheorie testen? Das ist gar nicht so einfach. 2006 war das Jahr der Physik, Einstein-Jahr, und das war die Titelseite von Sky and Telescope, ein amerikanisches Astronomiemagazin. Das war die australische Version. Im Prinzip sind die Australier genauer, ist philosophisch gesehen, ist das korrekt, was die Australier sagen. Man kann eine Theorie immer nur falsifizieren, man kann sie nie bestätigen. Und so gesehen haben die Australier hier tatsächlich einen besseren Titel gewählt. Aber zurück zu der Frage. Das heißt, das ist die relative Kraft, die Gravitationskraft und die elektrische Kraft von Protonen und Elektronen aufeinander. Und Sie sehen, dass die elektrische Kraft deutlich größer ist als die Gravitationskraft. Das ist auch ganz gut so, weil Sie sitzen hier prima auf Ihren Stühlen. Und das ist deshalb die elektrische Kraft der Moleküle, der chemischen Verbindungen, der Materie verhindert, dass sie zum Erdmittelpunkt der Erde durchfallen würden, was passieren würde, wenn die elektrische Kraft eben nicht so groß wäre. Auch Gravitationswellen sind leider sehr schwach und sehr schwierig zu messen. Wenn so ein Hammerwerfer versucht, den Hammer so weit wie möglich zu werfen, wird er oder sie zum Beispiel so 2 Rotationen pro Sekunde machen. Das würde eine Gravitationswelle von 4 Hertz erzeugen. Und bei diesen Gewichtsangaben wäre das die entsprechende Leuchtkraft der Gravitationswelle. Nicht messbar und so können sie auch im Stadium sitzen bleiben. Und wir brauchen also massive Objekte, wenn wir die Gravitationskraft tatsächlich messen wollen. Wir brauchen am besten Sterne, Planeten oder Extremeres wie Neutronensterne und schwarze Löcher. Und schon Einstein in der Arbeit von 1916 hat darauf hingewiesen, dass er nicht glaubt, dass Gravitationswellen praktischerweise messbar wären, weil er hat die Zahl hier in allen nur denkbaren Fällen einen praktisch verschwindenden Wert haben muss.
Und so hat man eigentlich nie daran geglaubt, dass Gravitationswellen tatsächlich messbar sind. Es gab Pioniere wie Weber, aber der Beweis für Gravitationswellen, der erste, kam tatsächlich auf eine Art und Weise, die damals keiner erwartet hatte. Und der Beweis kam über Pulsare. Pulsare sind Neutronensterne, Objekte, die bei der Explosion, wir haben eben von Supernova-Explosionen gehört, im Inneren entsteht, wenn der Stern nicht zu viel Masse hat, ein Neutronenstern, Elektronen und Protonen werden zusammengepresst in Neutronen. Das Objekt hat einen Durchmesser von ungefähr 25 Kilometer, konzentriert aber ungefähr 1,4 Mal die Masse der Sonne oder sogar mehr auf diesen 25 Kilometer Durchmesser. Das heißt, die Dichte dieses Objekts ist extrem, ungefähr 10 Mal die Kerndichte. Und wir haben gleichzeitig ein sehr starkes magnetisches Feld, 10⁹ Tesla. Das ist sehr, sehr, sehr viel größer als irgendein Magnet, der hier auf der Erde mal gebaut werden kann. Die elektrischen Felder sind 10⁻12 Volt. Die elektromagnetische Kraft, die induziert wird, übersteigt die Gravitation bei 10⁻12 Größenordnungen. Das heißt, obwohl das Objekt so kompakt ist und tatsächlich fast ein schwarzes Loch, werden Ladungen von der elektrischen Kraft aus der Oberfläche gezogen, auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Und wenn wir so eine beschleunigte Ladung haben, erzeugt sich Strahlung, in dem Falle hauptsächlich Radiostrahlung entlang der Magnetpole. Und diese Strahlung ist kondensiert wie ein Kegel. Und immer wenn der Kegel über unser Teleskop bestreicht, sehen wir einen Puls. Das heißt, wenn wir einen Puls sehen, hat der Pulsar sich einmal um eine Rotation gedreht. Und deshalb nennen wir den Pulsar für Pulsating Radio Source. Die wurden 1967 entdeckt. Wenn wir das zum Beispiel, dieses Objekt oder so ein Objekt mit unserem Teleskop in Effelsberg uns anschauen, dann sehen die Daten ungefähr so aus. Wir sehen sehr, sehr regelmäßige Pulse. Die Pulse selbst können unterschiedliche Amplitude haben, unterschiedliche Formen. Jetzt kommt der starker hier zum Beispiel gleich. Aber die Regelmäßigkeit ist in der Ankunftszeit, weil eben die Rotation diese Regelmäßigkeit erzeugt. Die Entdeckung geschah durch Jocelyn Bell, die 1967 ihre Doktorarbeit in Cambridge schrieb. Und wir wissen alle, dass die größte Fehler des Nobelpreiskomitees war, nicht ihr auch den Nobelpreis zu vergeben, sondern nur ihrem Doktorvater, Anthony Hewish. Pulsare rotieren mit ganz verschiedenen Perioden. Der langsamste Pulsar, den haben wir erst vor ungefähr 1,5 Jahren entdeckt, mit einem Teleskop in Südafrika. Der dreht sich 75,9 Sekunden lang. Also in 75,9 Sekunden dreht er sich einmal um die eigene Achse. Das kann man noch in der Klasse nachmachen, das geht noch. Das klappt nicht mehr, wenn Sie das versuchen, beim schnellsten rotierenden Pulsar, den wir kennen, zu machen, 1,4 Millisekunden. Und dazwischen gibt es dann zum Beispiel den berühmten Vela-Pulsar, das ist das stärkste Pulsar am Himmel. Der ist ungefähr 15.000 Jahre alt, als die Supernova-Explosion explodiert war. Und der Krebsnebel ist vielleicht der berühmteste Pulsar, an dem man Krebsnebel sieht. Der ist gerade mal ungefähr 1000 Jahre alt und den haben die Chinesen damals bei der Explosion beobachten können. Ich bin Radioastronom, der sich mit Pulsaren beschäftigt. Die Dinger sind klein, deshalb kann ich Ihnen kein Bild zeigen, aber ich kann zumindest meine Signale hörbar machen. Das ist der Vela-Pulsar, 89 Millisekunden. Sie hören die Regelmäßigkeit der Pulse, aber die Amplitudenvariation. Der Krebspulsar dreht sich 3-mal schneller. Und wenn dieser schnellste Pulsar sich dreht, dann kann ein Gehirn gar nicht mehr die Töne auftrennen. Dann kriegen Sie einen konstanten Ton von ungefähr 700 Hertz. Ich kann mir das von der Physik her schwer vorstellen, muss ich gestehen, obwohl ich mich täglich damit beschäftige. Das sind 0,8 Rotationen pro Minute für den langsamsten Pulsar. Für alle, die ihre Wäsche selbst waschen, Schleuderprogramm, so ungefähr 1600 Umdrehungen pro Minute. In meiner allerersten Physiklehrvorlesung hat der Professor gesagt, wenn Sie hier sind, um Geld zu verdienen, sind Sie ja falsch. Also einen Wagen werde ich nicht fahren. 20.000 Umdrehungen pro Minute. Aber nichts verglichen mit dem, was die Natur uns tatsächlich an die Hand gibt. Dieses Objekt, so groß wie eine Großstadt, dreht sich fast 43.000 Mal pro Minute. Man kann sich gut vorstellen, dass die Physik extrem ist. Die Geschwindigkeit im Äquator ist eine schöne Rechnung, die kann man leicht machen. Ist ein signifikanter Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit, 162 Millionen Stundenkilometer. Die Gravitationsbeschleunigung
muss enorm sein, sonst wird das Ding auseinanderfliegen. Kann man ausrechnen, ziemlich viel G. Das heißt, wenn ich diesen Laserpointer, mache ich nicht, Christoph, keine Sorge, auf 1 Meter Höhe fallen lassen würde, dann hätte der nach einer Mikrosekunde schon eine Geschwindigkeit von 8 Millionen Stundenkilometer. Nicht ratsam, da zu landen. Wir für den Rest des Vortrages müssen nur zu wissen, weil das Ding so kompakt ist, weil das Ding so schwer ist und so schnell dreht, ist es im Prinzip ein Schwungrad. Ein Schwungrad mit viel Rotationsenergie. Es gibt dieses schönes Experiment in der Schule. Wir haben das Rad, was wir drehen, wenn wir auf dem Hocker sitzen. Das soll für Drehimpulserhaltung. Und da merken Sie auch, wie schwierig es manchmal ist, dieses drehende Schwungrad aus der Achse zu drehen. Deshalb sind Pulsare so stabil, weil die so viel Rotationsenergie speichern. Es ist sehr, sehr schwierig, die tatsächlich aus dem Tritt zu bringen. Und damit haben die eine Genauigkeit, die vergleichbar ist mit, das waren mal die besten Atomuhren, jetzt eine sehr, sehr gute Atomuhr. Was machen wir als unser Experiment? Das Experiment ist im Prinzip ganz einfach. Wir messen die Ankunftszeit der Pulse an unserem Teleskop. Wir machen eine Messung, manchmal sind die Pulsare nicht so stark, wie Sie das gerade gesehen oder gehört haben. Das heißt, wir müssen die Daten aufaddieren in der richtigen Periode, wir nennen das Falten. Und dann kriegen Sie ein genügend Signal zu Rauschverhältnis und können dann das Time of Arrival, die Ankunftszeit, messen. Dann haben Sie eine gewisse Vorstellung, wie der Pulsar rotiert. Sie können das extrapolieren mit dem Modell in die Zukunft. Dann gehen Sie eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder 30 Jahre später ins Teleskop, wiederholen die Messung und vergleichen die neue Ankunftszeit mit dem Modell. Und in der Regel sehen Sie eine Abweichung. Diese Abweichung mag zufällig sein innerhalb der Fehlerbalken, aber wenn die größer ist als die Fehlerbalken oder gar systematische Trend zeigt, dann steckt da drin Physik. Und für diese Abweichung interessieren wir uns. Ich könnte noch erzählen, dass wir Pulsare für die Umdrehungen zählen. Das heißt, egal wie viele Jahre vergangen sind, wie viele Jahrzehnte, ich kann Ihnen bis auf plus minus 0 genau sagen, wie viele Rotationen der Pulsar gemacht hat. So genau sind unsere Messungen. Obwohl Pulsare sehr schwach sind. Mit dem großen 100-Meter-Teleskop in Effelsberg, wenn ich da einen Pulsar anschauen würde für die 13, irgendwas Milliarden Jahre, die das Universum alt ist, und alle Energie aufsammeln würde in einen Speicher, dann würde die Energie, die wir gesammelt haben, gerade mal ausreichen, um eine Taschenlampe für 1 Sekunde zum Leuchten zu bringen. Das ist die Energie, die wir mit unseren Empfängern in Effelsberg aufsammeln können. Also bitte nicht mit dem Handy irgendwo in der Nähe im Teleskop auftauchen, weil das ist deutlich stärker als die Radioquellen, für die uns wirklich interessieren. Das ist eine Tabelle, die habe ich jetzt nicht übersetzt. Will ich auch gar nicht, ist jetzt auch kein Eignungstest oder so, auch kein Augentest. Was ich nur darstellen will, sind die Genauigkeit, die wir haben. Das sind verschiedene Messparameter von verschiedenen Pulsaren oder auch im Sonnensystem, die wir messen können. Und die Zahl in der Klammer ist die Ungenauigkeit in der Zahl. Also zum Beispiel diese Pulse hat eine Periode von 2,9471080860691607117 plus minus 3 in der letzten Stelle. Das sind 3 Attosekunden. Der Physik-Nobelpreis wurde gerade für Attosekundenphysik vergeben. Ich möchte nur auf die letzte Zahl hier hinweisen, weil darauf möchte ich am Ende hinaus. Wir können Raumzeitverzögerung, Verkürzung mit einer Genauigkeit mittlerweile von 30 Meter auf einem Lichtjahr messen. Und wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen. Ich sollte noch sagen, die Genauigkeit, so ein sehr guter Pulsar, den können wir messen sogar mit einer Timing-Genauigkeit von 100 Nanosekunden. Diese Zahl wird gleich noch wichtig werden, deshalb erwähne ich die hier. Dann machen wir erstmal ein einfaches Experiment. Sagen wir, der Pulsar hat einen Begleiter, die drehen sich beide um den gemeinsamen Schwerpunkt. Und das bedeutet, dass der Pulsar, wenn der Orbit jetzt nicht gerade so steht, sondern eher so, dass der Pulsar manchmal von Ihnen weiter weg ist und manchmal näher dran. Das heißt, wenn er näher dran ist, kommt der Puls etwas zu früh an, weil der Weg zu Ihnen ist etwas kürzer. Und in der anderen Richtung ist der Pulsar weiter von Ihnen weg und der Puls dauert etwas länger und kommt etwas zu spät an. Das habe ich hier versucht in der Animation darzustellen. Wir können es mir ganz kurz von oben so anschauen. Angenommen, die Erde ist hier, das ist der gemeinsame Schwerpunkt. Der Puls kommt jetzt pünktlich an.
Hier würde der Pulsar etwas länger brauchen, kommt zu spät an. Hier kommt er wieder pünktlich und hier kommt er zu früh. Wir können mit dieser 100 Nanosekunden Genauigkeit oder besser damit auf ungefähr 30 Meter den Pulsar in seinem Orbit positionieren. Egal, ob das System Tausende von Lichtjahren weg ist. Und damit können wir verfolgen, wie die Gravitationsphysik den Orbit beschreibt. Wir können also damit direkt die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie mit unseren Messdaten vergleichen. Das wurde zum ersten Mal gemacht 1974 und in den Folgejahren. Da haben nämlich Russell Hulse und Joe Taylor den ersten Pulsar mit einem Begleiter entdeckt. Der war zufälligerweise ein zweiter Neutronenstern, der aber nicht sichtbar war als Pulsar. Und die umkreisen sich in gerade mal 8 Stunden. Und die haben festgestellt über die Jahre, dass der Orbit schrumpft. Und zwar um 1 Zentimeter pro Tag. Und das bedeutet, wenn der Orbit schrumpft, aber die Bahnbewegung mehr oder weniger gleich bleibt, dass der Pulsar praktisch die Bahn immer schneller praktisch hinter sich lässt, wie so ein Formel-1-Fahrer, der, wenn sie die Rennstrecke kleiner machen, immer etwas früher am Ziel ankommt. Und wenn sie das auftragen als Funktion der Zeit, kriegen sie diese Kurve. Und diese schwarzen Punkte, das sind Messpunkte von Hulse, Taylor und Kollaborateuren, insbesondere Joel Weisberg. Die Fehlerbalken, da sind Fehlerbalken drauf, die sind aber so klein, die können Sie nicht sehen. Und die rote Kurve ist die Vorhersage der Relativitätstheorie, falls Gravitationswellen so funktionieren, wie Einstein es vorhergesagt hat. Und 1993 war das Nobelpreiskomitee überzeugt, dass Gravitationswellen existieren, und dafür haben sie den Nobelpreis bekommen. Und es war eine bahnbrechende Entdeckung für verschiedene Gründe, insbesondere, das sind physikalische Gründe, können wir vielleicht später darauf eingehen, aber insbesondere auch, dass wir nach einer gewissen Zeit eine Kollision dieser Neutronensterne haben, weil wenn die sich jeden Tag jetzt zum Beispiel um 1 Zentimeter näher kommen, irgendwann wird es schneller werden, irgendwann werden die kollidieren und sie bilden ein schwarzes Loch und damit ganz, ganz viele Gravitationswellen, die wir versuchen vielleicht doch auf der Erde zu messen. Als Update, das ist tatsächlich das beste System, was wir haben. Das ist ein System, was wir 2003 in Australien entdeckt haben. Deshalb war ich damals häufiger in Australien, habe mir die Zeitungen da gekauft. Das ist dieselbe Kurve, allerdings unsere Messungen, und wir sehen auch hier dasselbe Prinzip. Die Fehlerbalken sind zu klein, um sie sehen zu können, aber die Vorhersage der Relativitätstheorie ist wie eine Perle an der Schnur. Unsere Genauigkeit ist tatsächlich so gut, wir müssen mittlerweile berücksichtigen, dass der Pulsar elektromagnetische Strahlung aussendet. Wir haben eben gehört, E = mc². Das heißt, der Pulsar verliert Masse und dadurch verliert natürlich auch das System Masse und dadurch schrumpft es umso mehr. Aber das müssten wir mittlerweile in Betracht ziehen, sonst hätten wir keine gute Übereinstimmung mehr. Und das ist der beste Test für die Existenz oder beziehungsweise die Genauigkeit, mit der wir Gravitationswellen beschreiben können. Da kommt sogar LIGO nicht hinterher. LIGO ist 1000-mal schlechter, was die Präzision angeht. Okay, jetzt kommen wir so langsam zum Thema. Wir wissen jetzt, Gravitationswellen existieren, dafür gab es einen Nobelpreis. Und wir wissen, dass es auch Ereignisse gibt, wo sehr viele Gravitationswellen erzeugt werden, wenn diese Neutronensterne zum Beispiel verschmelzen. Also haben die Leute sich die Frage gestellt, können wir nicht doch irgendwie Gravitationswellen messen? Und was macht so eine Gravitationswelle eigentlich? Wenn eine Gravitationswelle durch die Tafel hier oder durch den Bildschirm hier durchfließt und Sie haben so einen Ring von Massen, dann macht die Gravitationswelle nichts anderes, als die Raumzeit in eine Richtung zu stauchen und in die andere gleichzeitig zu strecken. Sie können das so kreuzmäßig, plus-minus-mäßig machen, so kreuzmäßig, aber es ist genau das Gleiche. Das heißt, die Raumzeit wird in eine Richtung gestreckt, in die andere Richtung gestaucht und in der nächsten Phase der Welle wird es genau umgekehrt. Das heißt, dass die Raumzeit verändert praktisch die Richtungen orthogonal zueinander in einer rhythmischen Form. Und das kann man sich zur Hilfe nehmen. Man hat diese erdgebundenen Gravitationswellendetektoren gebaut. Das sind Laserinterferometer, also Michelson-Interferometer, wo sie ein Laserlicht in der Mitte entlang der 4 Kilometer langen Arme schicken. Und wenn dann die Gravitationswelle über diesen Detektor streicht, dann wird der eine Arm etwas kürzer, während der andere Arm gleichzeitig etwas länger wird und umgekehrt. Und sie versuchen dann mit Laserinterferometrie diese Änderung in der Armlänge zu messen.
Und dann sehen Sie, das hat man gemacht, 2015 zum ersten Mal, dann sehen Sie, dass, wenn in dem Fall zwei schwarze Löcher sich näher kommen, die werden immer schneller. Deshalb nimmt die Frequenz dieses Signals zu und gleichzeitig werden immer mehr Gravitationswellen erzeugt und deshalb wird das Signal stärker. Wir nennen das ein Chirp. Und dass das gemessen worden ist, wurde auch dann 2017 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Nicht für die Entdeckung der Gravitationswellen, die gab es nämlich schon für Hals und Taylor, sondern für die erdgebundene Beobachtung von Gravitationswellen. Und wie läuft das? Ja, wir schicken, wie gesagt, das Laserlicht auf den Spiegel. Das Licht wird geteilt, das geht in die beiden Arme und wenn die Gravitationswelle kommt, dann wackelt sozusagen die Länge der Arme. Und wenn Sie das dann wenn Sie das Licht dann wieder zurückbringen zum Zentrum und Sie schauen sich die Interferenz an, also schauen, ob die Wellenberge mit den Wellentäler zusammenfallen oder die Wellentäler und Wellenberge zusammen, dann sehen Sie diese Veränderung des Lichts am Detektor und damit können Sie die Variation messen. Und dass das funktioniert, ist schon irrwitzig, weil die Genauigkeit dieser Längenänderung beträgt 10⁻²1. Also über 4 Kilometer müssen Sie, wenn Sie es ausrechnen, dann ein Tausendstel Protonendurchmesser messen können. Und dass das geht, ist vollkommen irrwitzig. Und das ist vielleicht oder meiner Meinung nach, ich habe es nicht nachgeschaut, aber es muss die präziseste Maschine sein, die die Menschheit je gebaut hat. Das Prinzip ist sehr schön. Man nutzt die Laufzeit des Lichts, um die Längenänderung des Armes durch die gestauchte und gestreckte Raumzeit zu messen. Und wie gesagt, warum beschränken wir uns auf 4 Kilometer? Wir können doch die Milchstraße nehmen. Und da benutzen wir genau die Pulsare. Wir benutzen nicht das Laserlicht, sondern wir benutzen das Licht der Pulsare und die Ankunftszeiten dieser Signale hier auf der Erde. Wenn wir eine Gravitationswelle haben, die über unser Pulsar-Erde-System hinwegstreicht, dann variiert die Raumzeit, die wird gestreckt und gestaucht und damit variiert auch die Ankunftszeit der Pulse hier auf der Erde. Und dass man das messen kann, hat schon ein Physiker Stephen Detweiler 1979 vorgeschlagen in diesem Papier. Es gab einen russischen Wissenschaftler, sowjetischen soll ich sagen, Wissenschaftler, der eine ähnliche Idee hatte. Zeitgleich werden die Ideen irgendwie offenbar in verschiedenen Teilen der Welt geboren. Was für Objekte können wir denn erwarten, zu messen? Und das ist die Animation, dieser wunderbare Vergleich der Computersimulation mit den beobachteten kollidierenden Galaxien. Und im Prinzip brauche ich nichts mehr zu erzählen zu der Folie. Kleine Galaxien verschmelzen zu größeren, die wiederum zu noch größeren und so weiter. Ja, auch genau. Andromeda ist tatsächlich auf Kollisionskurs mit der Milchstraße. Wir bewegen uns aufeinander mit einer Geschwindigkeit von 430.000 Stundenkilometer. Aber es dauert ja noch ein bisschen. In jeder dieser Galaxien haben Sie dann supermassives schwarze Loch, so ähnlich wie die supermassiven schwarzen Löcher, die wir vor ein paar Jahren Bilder von gemacht haben. Das war M87, das ist Sagittarius A Stern. Aber es ist genau so ein schwarzes Loch, dafür interessieren wir uns. Wenn so ein großes schwarzes Loch in einer Galaxie ist, mit einer anderen Galaxie zusammenstößt, dann formen sie ein Paar von supermassiven schwarzen Löchern und die strahlen Gravitationswellen aus. Genau wie die kleinen schwarzen Löcher, wie die Neutronensterne, wir haben Gravitationswellen. Das ist eine schöne Animation der NASA, die darauf hinweist, dass wir zwar diese Kollision sehen, wir haben aber noch keine Daten von den tatsächlichen Merger von zwei schwarzen Löchern gesehen. Vieles der Physik, die davon statten geht, jetzt wirklich wie die beiden zusammenkommen, wie sie sich zu einem großen schwarzen Loch verschmelzen, ist noch nicht verstanden. Wir wissen nicht, was die Sterne machen, wir wissen nicht genau, was das Gas macht. Man kann das simulieren, wir wissen nicht, ob die Physik, die wir da in die Simulation reinstecken, tatsächlich korrekt ist oder alle Effekte berücksichtigt. Das heißt, wir haben 0 Daten, mit denen wir diese Simulation kalibrieren können. Zumindest hatten wir 0 Daten bis zum Sommer. Angenommen, sowas passiert und angenommen, wir wollen diese Gravitationswellen messen, dann fragen wir uns erstmal genau, in welchem Frequenzbereich liegen die. Ja, so eine Umlaufbahn dauert mindestens mehrere Jahre, am Ende schneller, am Anfang etwas länger, aber ein Jahr hat 31 Millionen Sekunden. Das heißt in der Tat, wir würden Frequenzen im Bereich von ungefähr Nanohertz erwarten.
Können wir das messen? Naja, wir können Pulsare in regelmäßigen Abständen messen und schauen, ob die Ankunftszeiten sich zwischen den Messungen verändern. Und die höchste Frequenz, die wir bei so einer Messung machen können, ist natürlich im Prinzip gegeben, dadurch, wie oft wir uns das Experiment anschauen. Also wenn wir uns unsere Pulsare einmal im Monat anschauen, dann können wir Frequenzen in der Größenordnung von 400 Nanohertz messen. Die niedrigste Frequenz, die wir messen können, ist gegeben durch die Länge unseres Datensatzes. Sie können nur eine Frequenz messen, wenn Sie mindestens einen Wellenzug in den Daten haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 10 Jahre beobachten, dann ist die niedrigste Frequenz 3 Nanohertz. Aber das passt wunderbar. Das heißt, wir sind genau in dem Frequenzbereich, wo wir zum Beispiel einen Teil dieser Effekte erwarten würden. Das heißt, die Gravitationswellen haben auch ein Spektrum, wie die elektromagnetischen Spektren, wo wir Radio, Infrarot, optisch, Röntgen, Gamma-Ray haben. So haben wir auch ein Gravitationswellenspektrum. Wir haben diese hohen Frequenzen, bei denen LIGO arbeitet, wo wir diese kleinen sterngroßen Körper verschmelzen sehen. Wir haben diese ganz niedrigen Frequenzen, Attohertz oder Frequenzen, die zum Beispiel vom Urknall der Inflation herrühren. Und wir haben dann, wenn man niedere Frequenzen messen möchte als 10 Hertz, dann müssen wir in den Weltraum gehen, weil die seismischen Störungen, die Erdbewegung, die Kontinentaldrift, alles mögliche Erdbeben, das verhindern, dass die niedere Frequenzen messen können. Sie müssen also dann in den Weltraum gehen. Und das ist das LISA-Weltraumteleskop, das hoffentlich 2035 dann fliegt. Unser Frequenzbereich ist momentan noch durch keine andere Methode erreichbar. Wir sitzen hier zwischen 300 Nanohertz, wie wir gerade ausgerechnet haben. Okay, und was erwarten wir eigentlich als Signal? Angenommen, wir haben jetzt so eine Gravitationswelle, die von irgendeinem supermassiven schwarzen Loch Binärsystem erzeugt wird. Die Quellen propagieren zu unserem Erde-Pulsarsystem. Und dann passiert Folgendes: Die Gravitationswelle trifft an irgendeinem Zeitpunkt auf unseren Pulsar und an irgendeinem Zeitpunkt auf die Erde. Und die Raumzeit dazwischen so wird gestaucht und gestreckt. Und das führt zu Abweichungen in dieser Ankunftszeit. Das ist diese Abweichung, die ich am Anfang dargestellt hatte. Das kann man auch darstellen einfach durch eine scheinbare Variation in der Spinfrequenz des Pulsars. Aber wir haben zwei Terme. Wir haben, wie gesagt, einmal trifft die Welle den Spiegel und einmal sozusagen die Erde. Also wir haben, anders als bei LIGO, haben wir zweimal, dass die Gravitationswelle unseren Detektor treffen kann. Und das führt zu zwei Beiträgen in dem Signal, das wir tatsächlich sehen. Wir sehen eine sinusförmige Variation in der Ankunftszeit, wenn es eine ganz einfache Sinuskurve ist, auf der Erde und auf dem Pulsar. Das heißt, und da aber in der Zwischenzeit, die Gravitationswelle braucht ja auch eine gewisse Zeit und auch das Lichtsignal des Pulsars, bis es auf der Erde angekommen ist. In der Zwischenzeit hat aber das System sich weiterentwickelt, etwas näher gekommen. Das heißt, die Gravitationswellenfrequenz ist eine etwas andere gewesen. Man kann das leicht ausrechnen durch diese einfachen Formeln. Will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Aber dadurch ist die Frequenz, wie die Gravitationswelle auf den Pulsar trifft, eine andere als die Frequenz, wie die Welle von der Quelle auf die Erde trifft. Und deshalb kriegt man diese Überlagerung von zwei Frequenzen. Eine schöne Rechnung, die man in der Schulklasse gut machen kann, ist auszurechnen, wie groß, was für Objekte erwarten wir denn eigentlich zu sehen. Und da muss man ein bisschen Astrophysik auch beibringen. Also angenommen, wir haben dieses Frequenzfenster von 3 Nanohertz bis 400 Nanohertz. Und angenommen, wir haben eine einfache Sinus- oder in dem Fall Cosinuswelle, die da ankommt. Dann kann man das in diese Formel, die ich eben hatte, reinschreiben. Und dann können Sie fragen, okay, die Frequenz ist entweder 3 Nanohertz oder 400 Nanohertz. Wir wissen, dass wir 100 Nanosekunden messen können. Das war die Zahl, die ich Ihnen gesagt habe. Und dann können Sie ausrechnen, bei welcher Masse kriegen Sie eine entsprechende Amplitude. Das heißt, Sie lösen dieses hier auf. Für zwei Massen, die dieselbe Größe haben, gibt es die einfache Formel. Wir tragen das ein in dieses Diagramm, wo wir die Distanz und die Masse haben. Und dieser Balken, da sind wir empfindlich. Alles, was auf diesem Balken sieht, würden wir messen können. Jetzt habe ich hier ein paar Distanzen eingetragen. Hier bei dieser Distanz, 10 hoch 4 Parsec, nicht ganz, liegt das Zentrum der Milchstraße.
Da bräuchten wir eine Masse von einem supermassiven schwarzen Loch 10 hoch 7. Leider ist unser schwarzes Loch in der Milchstraße etwas leichter, also wir verpassen das, wir würden hier nichts sehen. Dann kann man zu Andromeda gehen. Angenommen, Andromeda hat ein Binärsystem, auch da verpassen wir die Masse. Aber wenn wir zum Virgo-Haufen gehen, da wissen wir, M87, habe ich gesagt, 10 und 9, 6 Milliarden Sonnenmassen, das ist genau, wo wir so massive schwarze Löcher erwarten würden. Das heißt, wir erwarten, Quellen zu sehen, die eine Entfernung von ungefähr 50 Megaparsec haben und darüber hinaus. Soweit, so gut. Wir wissen die Amplituden, wir wissen, was wir messen müssen, wenn wir eine Quelle haben. Aber das passiert ja dauernd. Wir haben dauernd diese Galaxien. Das heißt, wir haben nicht nur eine Quelle, wir haben 2 Quellen, wir haben 3 Quellen, wir haben ganz viele Quellen. Da kann man das zum Beispiel mal simulieren. Wie würde so eine Ankunftszeitvariation für Pulsare aussehen? Das sieht sehr zufällig aus, ist es auch. Es ist eine zufällige Überlagerung von Wellen bei verschiedenen Frequenzen, da alle diese Objekte ja eine andere Orbitalfrequenz haben. Jetzt aber kommt was Wichtiges. Obwohl diese Überlagerung zufällig ist, die Verteilung der verschiedenen Frequenzen ist es nicht. Denn die hängt davon ab, wie die Galaxienevolution tatsächlich passiert. Wann passiert das im Universum? Wie schnell geht es vonstatten? Da kommen dann die Theorien rein, von denen Christoph gesprochen hat. Und man kann versuchen auszurechnen, was ist die Leistungsverteilung, was ist die Frequenz, das Spektrum dieser Gravitationswellen in dem Fenster, das wir messen können. Und wir stellen dann fest, wir würden mehr Quellen bei niedrigen Frequenzen erwarten und weniger Quellen bei hohen Frequenzen. Im einfachsten Fall, bei kreisförmigen Bewegungen, würden wir einfach ein Potenzgesetz erwarten. Und wir würden dann versuchen, mit unseren Messungen sowohl die Amplitude als auch den Potenzgesetzindex versuchen zu messen. Jetzt kann aber all die Astrophysik, die hässliche Astrophysik, die uns da das Leben schwer machen kann, dieses Spektrum verändern. Zum Beispiel hier könnte das Spektrum schwächer werden. Das heißt, wir könnten hier weniger Signale sehen und so weiter. Das heißt, wenn wir nicht nur das Spektrum messen können, also wenn wir also nicht nur eine Detektion machen, sondern auch das Spektrum messen können, dann können wir Aussagen über die Physik machen. Also ich habe eben gesagt, die Simulationen haben keinen Zugang zur Physik, was da tatsächlich passiert. Dieses Spektrum würde uns diese Physik geben. Schauen wir mal, wie wir sozusagen weitergekommen sind. Das Problem ist, warum wir an diesen Experimenten schon so ewig arbeiten, dass es auch andere Rauschquellen gibt, die ähnliche oder gar größere Amplituden haben als das, was die Gravitationswellen erzeugen. Zum Beispiel, also der Pulsar selbst mag keine perfekte Uhr sein. Kann ja sein. Das interstellare Medium macht was mit der Strahlung. Zeige ich Ihnen gleich ungefähr, was es macht. Und selbst in Sonnensystemen haben wir Effekte, die wir in Betracht ziehen müssen. Gehen wir mal kurz durch. Also der Pulsar ist kein monolithisches Ding. Der hat eine Kruste und ein flüssiges Innere. Da kann es auch manchmal bei manchen Pulsaren zu Unregelmäßigkeiten kommen. Und dann gibt es Variationen in der Stabilität der Uhr. Ich habe eben gesagt, wie toll die stabil die Uhr ist. Das sind tatsächlich junge Pulsare. Die alten Pulsare, die wir benutzen, die schnellen Pulsare, die zeigen das nicht. Das ist auch ganz gut, aber wir müssen es trotzdem als Möglichkeit in Betracht ziehen. Dann ist das interstellare Medium, wo die Signale sich ausbreiten, halt nicht leer, ist kein Vakuum. Wir haben da viele Elektronen, freie Elektronen, nicht viele, aber genügend, die mit der Radiostrahlung wechselwirken. Wenn wir diese Radiostrahlung haben, Elektronen, da passiert was. Es gibt eine Dispersion, das heißt, das Signal kommt bei hohen Frequenzen zuerst an und bei niedrigen Frequenzen zuletzt. Wir beschreiben das durch dieses einfache quadratische Gesetz hier, wo der Faktor das Dispersionsmaß ist. Das ist einfach die Anzahl der Elektronen zwischen uns und dem Teleskop. Das ist eine andere Vorlesung. Aber weil wir Wolken haben, die praktisch aus unserer Sichtlinie durchziehen, variiert dieses Dispersionsmaß, wie zum Beispiel beim Doppelpulsar. Und wenn man das nicht misst, dann ist das Signal deutlich stärker als bei Gravitationswellen. Oder aber die Erde, auf der unser Teleskop steht, die rotiert nicht sehr stabil, die taumelt um sich herum. Das heißt zum Beispiel, der geografische Nordpol ist nicht am Nordpol, sondern der wandert praktisch rum. Und das ist hier zu sehen.
der kann bis zu Hunderten von Kilometern wandern. Und wir müssen tatsächlich mit extra Beobachtung jedes Mal, wenn wir unsere Pulsarbeobachtung machen, auch gleichzeitig messen, wo zeigt denn gerade die richtige Rotationsachse hin. Wir müssen auch wissen, wo denn der Schwerpunkt des Sonnensystems ist, weil wir wissen müssen, wie unsere Erde um die Sonne kreist. Und da sind wir zum Beispiel so genau, wir müssen die Masse von Asteroiden und deren Position in Betracht ziehen. Und dann kommen noch die möglichen Schwankungen in den Uhren selbst, die wir am Observatorium betreiben. Alle diese Effekte spielen eine Rolle. Wir müssen die alle irgendwie mit unseren Messmethoden berücksichtigen. Und es gibt einen super Trick, wie wir das machen können. Wir messen nämlich nicht den Effekt auf einen einzelnen Pulsar, sondern wir vergleichen Effekte auf ganz verschiedene Pulsare. Und nur die Gravitationswellen haben einen Effekt, der in einer ganz besonderen Art und Weise auf alle Pulsare gleichzeitig wirkt. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Wir haben jetzt ein Netzwerk von Pulsaren, ein sogenanntes Pulsar Timing Array. Ich habe jetzt einfach mal hier sehr organisiert, systematisch angeordnet. Das ist die Erde. Die Pulsare sind hier auf verschiedenen Gitterpunkten. Jetzt kommt die Gravitationswelle daher, so wie eben. Erinnern sich, die Bälle, auf die sie bringen, die wurden gestaucht und gestreckt. Das machen wir jetzt auch. Jetzt stauchen wir diese horizontale Richtung und strecken die vertikale. Und damit kommen alle Signale von Pulsaren in dieser Richtung gemeinsam zu früh und in diese Richtung auch gemeinsam zu früh. Und alle Pulsarsignale in diesen Richtungen kommen alle gemeinsam zu spät. Einen halben Viertelwellenzug weiter sind wir wieder bei der Ausgangsposition und dann passiert genau das Umgekehrte. Diesmal sind die horizontalen alle zu spät und die vertikalen alle zu früh. Das heißt, wir vergleichen, und das Schöne ist ja, das soll ich auch noch sagen, Pulsare, die im Winkel von 90 Grad zueinander sind, die kommen zu spät, zu früh, zu spät, zu früh, wie bei LIGO, wie beim Gravitationswellendetektor auf der Erde, zu spät, zu früh, zu spät, zu früh. Das heißt, wir messen jetzt, was ist die Korrelation, was ist die wechselseitige Beziehung zwischen den Ankunftszeiten von zwei Pulsaren mit einem bestimmten Winkel am Himmel. Alle Pulsare, die in derselben Richtung sind, 180 Grad davon, die kommen gleichzeitig zu spät und gleichzeitig zu früh. Und alle Pulsare, die 90 Grad am Himmel sind, die sind wechselseitig zu früh, zu spät, zu früh, zu spät. Das heißt, wir würden im Prinzip so eine Kurve erwarten, wenn man die Korrelation von Pulsaren am Himmel versucht zu messen. Also wir messen die Ankunftszeiten, wir vergleichen, ist er zu früh, ist er zu spät und schauen, wie die beiden verschiedenen Paare zueinander stehen. Das ist aber nicht die Kurve, die tatsächlich relevant ist. Die Wellenlänge von LIGO sind Tausende von Kilometern, aber der Detektor hat nur 4 Kilometer. In diesem Fall ist das tatsächlich die richtige Kurve. Wenn aber in unserem Fall die Wellenlänge nur ein paar 10 oder 100 Parsec ist, unsere Pulsare aber Tausende von Parsec weg sind, dann haben wir mehrere Wellenzüge in unserem Detektor. Und dann kann man zeigen, das haben zum ersten Mal Hendricks und Downs gemacht, dann verändert sich diese Kurve von dieser Form zu dieser Form. Das heißt, wir haben hier keine Symmetrie mehr, das heißt, die Pulsare in der gleichen Richtung sind etwas besser korreliert als die 180 Grad, aber sind immer noch positiv korreliert. Und das Minimum ist nicht mehr genau bei 90 Grad, sondern bei 86 oder 87 Grad, was das jetzt am Ende ist. Das versuchen wir zu messen. Vergessen das Diagramm, das spielt auch eine Rolle, in welche Richtung die Gravitationswelle sich bewegt, aber egal. Und jetzt messen wir n Pulsare und wir versuchen die Paare am Himmel. Ein Paar gibt Ihnen einen Punkt auf dieser Kurve, nämlich genau der Winkel zwischen den Pulsaren am Himmel. Haben Sie 3 Pulsare, haben Sie schon 3 Paare, die Sie auf diese Kurve einzeichnen können. Bei 4 Pulsaren haben Sie schon 6 Paare und so weiter. Am Ende versuchen wir so viele Pulsare zu messen, über 50 Stück, sodass wir die gesamte Kurve halt ausmessen können. Und dann können wir schauen, hat sie diese Kurve, wie vorher gesagt, oder nicht. Also das ist die Blaupause dieses Gravitationswellendetektors, so groß wie die Milchstraße. Das Experiment läuft seit vielen, vielen Jahren. In Effelsberg tatsächlich seit 1996. Das ist Don Becker, einer der Pioniere auf diesem Gebiet, der leider mittlerweile verstorben ist und die letzten Ergebnisse nicht mehr
miterlebt hat. Aber er hat gemeinsam mit uns eine Maschine in Effelsberg installiert. Wir hatten sogar einen Vertrag und so weiter, steht auch schon drin, Gravitationswave, Gravitational Wave Background, das haben wir unterschrieben nach 95 oder 94. Und das war das erste Licht, das wir hatten. Im Radiobereich sagt man auch das erste Licht. Von dieser Maschine, ein Millisekundenpulsar. Hier ist meine Unterschrift, sehr krackelig, hat sich nicht gebessert. Don Beckers Unterschrift ist da. Also seitdem läuft das Experiment am Teleskop. Und im Prinzip dank der Max-Planck-Gesellschaft, dass sowas möglich ist, aber so ein Experiment tatsächlich über alle Jahrzehnte am Leben halten kann und natürlich und mit die Instrumente immer wieder verbessert und die Genauigkeit verbessert. Wir sind aber nicht die Einzigen, die das Experiment gemacht haben oder machen. Wir haben die Nordamerikaner, wir nutzen das Teleskop, das Green Bank Teleskop und das mittlerweile zusammengefallene Arecibo-Teleskop. Wir haben Kollegen in Europa, wir arbeiten zusammen im europäischen Pulsar Timing Array. Wir haben die Chinesen mit dem großartigen 500-Meter-Teleskop, die Australier mit dem 400-Meter-Teleskop in Australien. Wir arbeiten eng mit den Indern zusammen, um die interstellaren Medium-Effekte herauszurechnen. Und das neueste Teleskop ist sozusagen das Meca-Teleskop in Südafrika. Und gemeinsam, wenn die Amerikaner denn wollen, arbeiten wir auch mit der Nationalen Pulsar Timing Array zusammen. Das sind die europäischen Teleskope. Sardinien, Effelsberg, Jolly Bank, Nancy hat das eine komische Struktur und Westerbork. Und einmal im Monat schalten wir die Teleskope auch zusammen und synthetisieren eine 200 Meter große Schüssel. Wir nennen das Large Array for Pulsars. Okay, jetzt kommen wir zu den Ergebnissen, dann bin ich auch bald durch meinen Vortrag durch. Wir haben 2015 zum ersten Mal gesehen, dass die Ankunftszeiten nicht völlig zufällig sind. Wir haben dasselbe Brummen der Raumzeit, sage ich jetzt mal, in unseren Pulsaren gesehen. Das sind die rosafarbenen Konturen hier. Das ist die Amplitude des Power Laws des Spektrums, das ist der Spektralindex. Hier mit der Spektralindex würden wir erwarten von supermassiven schwarzes Loch. Wir haben das nicht geglaubt. Wir haben daran gedacht, es könnte was Instrumentelles sein. Wir haben weiter gearbeitet, weiter unsere Daten verbessert. Und 2021 hatten wir dann das blaue Signal, das natürlich wunderbar zeigt, dass unser erstes Signal tatsächlich korrekt war. Und wir waren nicht die Einzigen. Das gleiche Resultat, völlig konsistent, wurden von den Amerikanern, den Australiern und der internationalen Gemeinschaft gemessen. Aber wir hatten noch nicht diese Korrelationskurve. Wir haben nur gesehen, das ist nicht zufällig, da passiert irgendwas, aber wir hatten nicht die Genauigkeit, die Korrelationskurve. Aber das war natürlich eine riesen Motivation, unsere Anstrengungen zu vergrößern. Und dann schließlich am 29. Juni gab es 29 Paper auf dem Archiv, 8 oder 9 davon aus Europa. Das ist das Hauptpaper sozusagen, wo wir unsere Daten angeschaut haben, ob wir die Korrelationskurve finden. Tatsächlich messen wir über 50 Pulsare, aber wir haben gleichzeitig 5 Teleskope. Wir mussten uns aus Effizienzgründen auf 25 Pulsare reduzieren. Der längste Datensatz kommt klar aus Effelsberg, weil das das einzige Teleskop ist, das seit 25 Jahren konstant daran arbeitet. Und die Inder haben auch dazu beigetragen. Und das ist das Resultat. Das ist die Korrelationskurve mit Fehlerbalken. Das ist das Spektrum via Spektralindex und Amplitude. Diesmal ist es ein 90 Grad Gerät, sorry. Wir haben eine 2,5, 3 Sigma konsistent mit dem Spektralindex. Aber es ist nicht ganz, was wir als besten Wert annehmen würden, verglichen mit dem, was wir erwarten für ein supermassives schwarzes Loch. Ist aber vollkommen konsistent mit dem, was die anderen Experimente gemessen haben. Die haben auch Kurven gemessen. Wir haben alle noch keine 5 Sigma. Wir sind alle so ungefähr 3,5, 4 Sigma. Die Australier ein bisschen weniger, die Chinesen auch. Ansonsten Amerikaner und Europäer haben genau das Gleiche gesehen. Und nochmal zum Spektrum. Wir haben unsere Daten aufgeteilt in Daten bis 2015 mit der älteren Instrumentierung und unsere viel modernere neue Instrumentierung ab 2015. Wenn man die neue Instrumentierung sich anschaut, dann kriegt man dieses flache Spektrum und dann sind wir etwas weiter weg von dem Wert, das ist diese 2,5 Sigma. Wenn wir den gesamten Datensatz nehmen, insbesondere wo die Effelsberg-Daten drin steckt, dann sind wir genau auf dem Spektralindex, den wir erwarten würden für ein supermassives schwarzes Loch. Wir wissen nicht, ob das jetzt aufgrund der Instrumentierung ist. Wir wissen nicht genau, ob das vielleicht das Spektrum zeitvariabel ist. Das wäre seltsam, aber könnte neue Physik bedeuten. Aber alles ist konsistent mit den Ergebnissen der Kollegen weltweit.
Wir haben auch geschaut, ob wir vielleicht einzelne Quellen trotzdem irgendwie unsere Daten haben. Ja, vielleicht. Wir können das aber weder bestätigen noch falsifizieren. Wenn überhaupt, wäre es dann in der Nähe des Fornax-Clusters. Also auch da, wo wir tatsächlich große supermassive Schwachstellenlöschen erwarten würden. Ich kann Ihnen da was erzählen, wie wir das machen. Wir haben auch exotische Physik uns angeschaut. Ich will da gar nicht reingehen, weil ich die zu wenige Fragen dazu beantworten kann. Ob es kosmische Strings gibt, Phasenübergänge, Inflationsrelikt, Gravitational Waves oder einzelne Quellen. Da gibt es viele, viele Paper, nicht nur von uns, sondern auch von unseren Kollegen weltweit. Das Archiv ist explodiert mit Beiträgen basierend auf den Ergebnissen, die wir da weltweit produziert haben. Wo stehen wir heute? Nach all diesen Jahren haben wir endlich Beweise für einen Gravitationswellenhintergrund. Es mag andere Erklärungen noch geben, aber das offensichtlichste Signal ist das, was wir erwarten, nämlich dass das Signal von supermassiven schwarzen Löchern kommt. Wir bleiben aber offen, um andere Erklärungen und möglichen Quellen zu finden. Und ich vergleiche das einmal so, 2015 oder 2021 haben wir zum ersten Mal gehört, da ist was. Das ist so wie draußen, wenn man so vom Haus steht, man hört, da ist irgendwas, geht da drin vor. Diesem Sommer durften wir in das Haus eintreten und waren bei dieser Cocktailparty. Also wir sehen, dass es Gespräche in verschiedene Richtungen geht, aber wir kriegen das noch nicht so ganz mit. Und dann gibt es dieses Cocktail-Effekt, gibt es wunderbare wissenschaftliche Paper drüber. Die Menschen haben die Angewohnheit, obwohl wenn alle Leute gemeinsam reden, wenn man sich konzentriert, kann man trotzdem hören, was da am anderen Ende des Saals gesagt wird. Und wenn wir also noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben, ein bisschen mehr Empfindlichkeit, in anderen Worten, dann können wir vielleicht auch irgendwann einzelnen Quellen zuhören, indem wir genau so viel Genauigkeit haben, um dann tatsächlich diese Doppelfrequenzsignale zu sehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es jetzt wunderschön, in dem Haus drin zu sein. Wir haben ein neues Fenster für die Gravitationswellenastronomie aufgestoßen. Ich will jetzt gar nicht durch die Zusammenfassung hier durchgehen. Ich möchte vielleicht nur eins noch sagen, was mir wichtig ist. Ich möchte all meinen Doktoranden, Postdocs, Mitarbeitern und Operateuren in Effelsberg danken, dass sie in den letzten 25 Jahren geholfen haben, dieses Ergebnis zu erzeugen. Und damit höre ich auf. Vielen Dank.